Hello guys and welcome back to Europe by Bike 25. This video is in German, but you can activate the subtitles for English translation. Europe by Bike 25. Der Name setzt sich zusammen aus Europa, Fahrrad und dem Jahr 2025. Aber dieses Video möchte ich mit etwas anderem beginnen, und zwar einem Traum. Einem Kindheitstraum von mir. Seit ich denken kann, fasziniert mich der hohe Norden, Skandinavien, auch das Baltikum. Und irgendwie hatte ich den Traum schon als Kind, mal die Ostsee mit dem Fahrrad zu umrunden. Einfach so weit fahren, wie man möchte am Tag, zelten in freier Natur, die Wildnis erfahren und komplett frei sein, für sich sein, unabhängig sein. Diese Faszination hat mich seitdem nicht mehr losgelassen und ist irgendwie ein Teil von mir geworden und hat sich irgendwo in meiner Erinnerung tiefer graben und nur darauf gewartet, bis es wieder zum Vorschein gekommen ist. Im Laufe des Studiums bin ich mit der Studentenorganisation Esteem in Kontakt gekommen, dann dort irgendwann Mitglied geworden. Nach der Pandemie bin ich auch aktiv geworden, habe angefangen, Reisen zu unternehmen mit Esteem in ganz Europa, Finnland, Spanien, Portugal, Polen, Ungarn, auch Istanbul war ich mal. Und auf diese Weise habe ich überall in Europa Leute kennengelernt, super nette Menschen, alles alles Studenten, die auch etwas Ähnliches studieren wie ich. Und während der Pandemie hatte ich schon sehr viel Zeit nachzudenken. Ich wollte mir mal etwas Gutes tun, sobald es wieder möglich ist, mal nicht nur Urlaub machen, sondern mir mal wirklich eine Freizeit, eine Auszeit nehmen. Und als ich dann plötzlich so viele Kontakte hatte in ganz Europa und Freunde, die ich viel zu selten sehe, da ist dann dieser Traum hervorgekrochen, die Ostsee mit dem Fahrrad zu umrunden. Und ich habe mir gedacht, ja, dann kombiniere ich das doch und besuche währenddessen einfach meine Freunde in Finnland, in Schweden und Norwegen. Aber ich habe auch so viel mehr Freunde in Spanien, auf dem Balkan, überall in Europa. Und ich dachte, wenn ich das schon mache, dann kann ich mir auch richtig Zeit nehmen und das auch richtig tun. Und nach ein paar Planungen ist dann relativ früh schon so die Größenordnung herausgekommen, 20.000 Kilometer, was gewaltig ist. Eine Riesenzahl, die man sich erst gar nicht vorstellen kann. Ich habe in der Vergangenheit eigentlich nie so große Touren unternommen. Aber ich bin schon immer gerne Fahrrad gefahren. Für mich ist das Fahrrad das Beste, das Einfachste, das schönste Verkehrsmittel. Und wenn ich irgendwo hin möchte, dann denke ich als erstes, ja, wie komme ich dort mit dem Fahrrad hin? Ja, dann habe ich ein bisschen rumprobiert, wie kann man die ganzen Städte, die ganzen Orte in Europa mit dem Fahrrad verbinden auf einer Tour. Und da ich in Deutschland wohne, relativ zentral in Europa, ist dann auch sehr frühzeitig schon die Idee entstanden, ja, nicht nur eine Tour zu machen, eine Rundtour, weil das wird schwierig, sondern mehrere Touren in verschiedene Richtungen. Einmal Osteuropa, einmal Westeuropa, Südeuropa und Nordeuropa. Da von Deutschland aus gesehen der Süden mit Italien relativ klein ist, sind es jetzt auch nur noch 3 Touren geworden, da ich Italien mit dem Balkan verbinde. Ich starte dieses Frühjahr, irgendwann im März wahrscheinlich, von Deutschland aus Richtung Balkan, werde Kroatien, Serbien, Nordmazedonien und Griechenland durchqueren
und schließlich von Albanien mit der Fähre nach Italien übersetzen. Im Mai findet dann in Kalabrien unser Council Meeting von Esteem statt, an dem ich teilnehmen werde und dort auch mit dem Fahrrad dann zum ersten Mal da sein werde. Ja, und von Italien geht es dann wieder zurück nach Deutschland. Dort habe ich dann ein paar Tage, wenn ich Glück habe, wenn alles nach Zeitplan läuft, um mich auszuruhen, um meine Familie zu besuchen, um vielleicht ein paar andere Aufgaben mal nebenbei noch zu machen. Und dann geht es auch schon wieder weiter. Ich versuche in Deutschland auch ein paar Events mitzunehmen. Was in dem Zeitraum stattfindet, ist der David oder die HGV vom VWI. Auch findet in dem Zeitraum der Fünfkampf statt vom VWI. Das sind so Events, die ich mal auf meiner Liste habe, die ich vielleicht noch in Deutschland besuchen werde, bevor es dann nach Polen geht. Von Polen weiter übers Baltikum nach Finnland. Einmal um die Ostsee herum. Ob ich bis zum Nordkap fahre, steht noch nicht fest, wenn ich Zeit habe, aber vermutlich wird es mehr so laufen, dass ich mich relativ eng an der Küste halte, also doch schnell von Lappland nach Schweden wechsle und dann geht es zunächst nach Trondheim bis ans Meer und von dort über Schweden, Stockholm, über Dänemark zurück nach Deutschland, einen kleinen Schlenker über Niederlande, Belgien und schließlich wieder zurück zu meiner Heimatstadt in Deutschland. Ja, und was fehlt dann noch? Der ganze Südwesten. Also ich fahre dann irgendwann im Spätsommer, im Herbst los Richtung Schweiz, Südfrankreich, von dort dann nach Barcelona, weiter über Cartagena, Sevilla bis nach Lissabon. Einmal quer durch Portugal die ganzen Städte besuchen und über Madrid, vielleicht auch Paris, zurück nach Deutschland. Und dann, wenn alles gut läuft, bin ich irgendwann im November wieder hier. Ja, ich versuche diese Tour, soweit es möglich ist, mit dem Fahrrad zu bewältigen. Natürlich, ich muss mindestens zweimal eine Fähre nehmen von Albanien nach Italien und dann von Tallinn nach Helsinki. Außerdem denke ich, werde ich auch ab und zu mal einen Zug nehmen, soweit es mit dem Fahrrad kombinierbar ist. Da habe ich ehrlich gesagt noch keinen Plan, wie das in anderen Ländern funktioniert. Aber ich denke, wer in Deutschland mit dem Fahrrad unterwegs ist, weiß, dass man das ganz gut mit der Bahn kombinieren kann. Und gerade wenn Leute mitfahren, die jetzt noch nicht ganz so erfahren sind oder wenn ich mal ein paar Ruhetage brauche, wenn schlechtes Wetter ist, wenn irgendetwas Unvorhergesehenes auftritt, dann nehme ich mir auch die Freiheit, mal für die eine oder andere Strecke den Zug zu benutzen. Einfach, damit ich diese Rundreise hinkriege und alle wohlbehalten am Ziel ankommen, ohne sich jetzt zu überstrapazieren. Ich denke, es wird so oder so eine Grenzerfahrung und dann penibel darauf zu achten, bloß keine anderen Verkehrsmittel zu nehmen als das Fahrrad, ist nicht das, was ich erreichen möchte. Stellt sich noch die Frage, warum gerade jetzt? Warum 2025? Dafür muss man wissen, ich habe 2018 angefangen zu studieren, wurde dann jäh unterbrochen von Corona und habe es als schwierig empfunden, wieder zurück ins Studium zu finden, habe stattdessen viele andere Dinge angefangen, unter anderem Ehrenämter, persönliche Projekte, das Reisen, VWI, Esteem. Und jetzt steht mein Bachelorabschluss kurz bevor
Und für mich ist das die beste Gelegenheit, eine Auszeit zu nehmen und mal für über ein Semester lang mir Zeit zu nehmen für Persönliches, mir Gedanken zu machen, wie ich mein Leben neu strukturieren möchte, wohin ich möchte, was ich in meinem Leben erreichen möchte. Und das verbinde ich eben mit dem Projekt, mit dem Fahrrad Europa zu durchqueren und gleichzeitig super viele Menschen zu treffen. Und ja, irgendwie ist aus diesen ganzen Ideen dieses Riesenprojekt geworden, das immer noch größer wird, immer bekannter. Und ich muss mich auch selber noch ein bisschen damit zurechtfinden und damit klarzukommen. Die erste wirkliche Radreise, dass ich also wirklich mehrere Tage am Stück gefahren bin, habe ich erst letztes Jahr zum ersten Mal getan. Also im Herbst 2023. Natürlich, wir haben jetzt schon 2025, ich meine natürlich vorletztes Jahr. Cut! Dort bin ich dann mit dem Fahrrad durch den Pfälzerwald gefahren, der direkt sich an die Stadt anschließt, in der ich studiere, und habe dann für 100 Stunden ohne Elektrizität, ohne Beleuchtung, ohne Navigation, ohne Feuer gelebt. 100 Stunden in freier Natur, unter offenem Himmel. Ich habe ja draußen geschlafen, zum ersten Mal mein neues Zelt ausprobiert, bin recht orientierungslos durch den Wald gefahren, habe neue Straßen, neue Wege entdeckt und bin irgendwie dann auch wieder Richtung Kaiserslautern gekommen, bin dann auf eine Straße gestoßen, die ich von vorherigen Touren kannte, und dann am letzten Tag dann wieder zurückgefahren. Das war ein ziemliches Abenteuer. Ich hatte unglaublich viel Stress und auch Angst zwischendurch, aber das war eine super Erfahrung, eine sehr wichtige Erfahrung, ein Grundstein für das ganze Projekt. Daran erkennt man vielleicht auch schon, wie lange ich überhaupt schon daran arbeite, wenn ich 2023 schon meine Ausrüstung größtenteils parat hatte, mir da schon überlegt habe, wie kann man im Wald übernachten, wie baue ich mein Zelt auf, was für einen Schlafsack brauche ich, wie verpacke ich alles auf dem Fahrrad. Das alles habe ich jetzt schon vor über einem Jahr für mich herausfinden müssen, und seitdem arbeite ich stetig immer weiter daran, meine Pläne zu verfeinern, zu konkretisieren. 2024 im Juni habe ich während der Preparation Tour zum ersten Mal dann eine Fahrradtour über 1000 Kilometer, auch mit Events verbunden. Ich bin nach Aachen gefahren zu einem Esteem-Event, von dort weiter nach Braunschweig, wo zufälligerweise wenige Tage später ebenfalls ein Esteem-Event stattfand. Und das hat unglaublich gut, überraschend gut funktioniert. Ich bin sehr happy darüber. Wetter war perfekt. Ich hatte sowohl Hitze als auch Gegenwind, als auch Regen, schwierige Verhältnisse zum Übernachten. Dann war es mal wieder ganz schön. Ja, Tagesdistanzen zwischen 30 Kilometer am ersten Tag, wo ich ja viel zu spät losgefahren bin nachmittags, bis hin zu 175 Kilometer am zweiten Tag, wo ich dann wieder alles gut machen wollte von der Strecke und mich dann das Mittelrheintal durchgekämpft habe. Nach dieser Tour bin ich dann erstmal in ein ziemliches Loch gefallen, was die Organisation betrifft. Ich habe mich auf andere Projekte konzentrieren müssen. Ich habe mich auf mein Studium mehr oder weniger konzentrieren müssen. Aber jetzt wacht das alles wieder auf. Ich fange an, diesen YouTube-Kanal wieder zu pflegen, wieder mehr Werbung zu machen, mehr Leute anzusprechen, wieder über das Projekt zu sprechen.
Teilweise wusste ich gar nicht, was ich sagen soll, wenn mich Leute auf Veranstaltungen angesprochen haben: „Hey, du bist doch der Typ von Europe by Bike, wie läuft's so?“ Und ich: „Ja, keine Ahnung, ich mache gerade gar nichts. Ich muss andere ich muss andere Dinge fertigstellen, bevor ich mich wieder darauf konzentrieren kann.“ Aber ja, jetzt geht es wieder los. Es sind nur noch wenige Wochen bis zum Start. Ähm, Die Sponsorenakquise läuft noch. Ich hoffe, ich finde noch ein paar Sponsoren für Equipment, vielleicht auch für finanzielle Unterstützung. Ansonsten, und das ist das Wichtigste oder für mich das Wichtigste, Menschen finden, die mich unterstützen. Also sowohl Menschen, die mitfahren wollen, als auch Menschen, die mich irgendwo auf der Tour treffen wollen, bei denen ich dann übernachten kann. Deshalb hier nochmal der kleine Aufruf: Wenn du in einer Stadt wohnst in Europa und du gerne das Projekt unterstützen möchtest, melde dich bei mir. Deine Stadt muss gar nicht direkt auf der Route liegen, die auf der Webseite zu finden ist, sondern ja, schreib mich einfach an, sag, wo du wohnst, wann du zeitlich verfügbar bist, falls es da Einschränkungen gibt. Und ja, dann schauen wir mal, ob es klappt. Es wäre natürlich einfacher, wenn ich allein fahren würde, wenn ich so viele Kilometer am Tag zurücklegen würde, wie ich persönlich gerade so schaffe, dass ich in schnellstmöglicher Zeit durchkomme, mit so wenig Problemen wie möglich. Aber mit anderen Menschen macht es einfach viel mehr Spaß und ich erreiche einfach mehr, weil ich damit auch anderen Menschen zeigen kann, das Fahrrad ist ein ernstzunehmendes Verkehrsmittel. Ich kann nicht nur damit in meiner eigenen Stadt fahren, ich kann nicht nur damit Spaßtouren machen in meiner Gegend, sondern ich kann damit in Urlaub fahren, ich kann damit zu Veranstaltungen fahren, zu Konferenzen, zu Treffen. Ich bin mit dem Fahrrad unglaublich frei, ich bin unabhängig und natürlich ist das Fahrrad mit Abstand das umweltschonendste Verkehrsmittel. Ich brauche noch nicht mal eine asphaltierte Straße, ich brauche kein Benzin, nur ein Minimum an Equipment, an Werkzeug. Keine Emissionen, kein zusätzlicher Energieverbrauch, keine Lärmbelästigung, keine Lichtverschmutzung und keine Umweltverschmutzung. Und super viel Spaß mit anderen Menschen. In dem Sinne sehen wir uns dann in Vlog 4.